Servus Leute und willkommen zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Vielen Dank, dass ihr einmal mehr mit am Start seid. Leute, ihr habt mit Sicherheit mitbekommen, es gab unter der Woche einen Livestream mit EA und DICE Mitarbeitern, unter anderem mit dem Community Manager Path Welsh, der die eine oder andere Frage zur Entstehung Battlefield 2042 gestellt hat. Und wir konnten daraus wirklich gute Erkenntnisse ableiten. Ich gebe euch mal kurz die Top-Topics, die darin behandelt wurden. Das waren einmal die Spezialisten, das waren Fahrzeuge, das waren Maps nochmal in solchen, es waren die Spielmodi. Es geht auch um die neuen Spielmodi, Stichwort Hazard Mode, der vielleicht kommen wird, Matchmaking, Waffensystem, Gadgets, den Season Pass, etc. etc. Und ich werde euch dazu natürlich auch noch meine Meinung reindrücken, beziehungsweise vielleicht auch den ein oder anderen Blickwinkel auf die Sache werfen. All das im heutigen Video. Wenn euch das Ganze gefällt, wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Falls ihr keine weiteren Videos mehr zu Battlefield-Content, natürlich Battlefield 2042, aber auch die Vorgängerteile Battlefield 5, Battlefield 1 und Battlefield 4 verpassen wollt. Vielen Dank dafür und jetzt lasst uns reinstarten mit dem ersten Punkt. Los geht's also mit dem Spezialistensystem, beziehungsweise ganz allgemein dem Klassensystem in Battlefield 2042. Und da gab es ja einiges an Verwirrung in den letzten Tagen aufgrund der Erstvorstellung dieser Spezialisten. Und zwar entfallen jetzt die ursprünglich bekannten Klassen. Nein, sie entfallen nicht, sondern die Spezialisten fallen unter die Kategorie dieser Klassen. Was bedeutet das jetzt? Jeder Spezialist verfügt über 2 Gadgets. Eines davon ist dem Spezialisten allerdings fest zugeordnet und das andere Gadget, das wird im Rahmen der jeweiligen Klasse verfügbar sein werden. Ja, also ihr habt jetzt zum Beispiel die Assault-Klasse gewählt, habt einen Assault-Spezialisten und der hat seine Spezialfähigkeit, wie am Beispiel McKay mit seinem Enterhaken und kann aber dann als zweites Gadget halt, weiß ich nicht, Assault-spezifische Nade oder sonst was ausrüsten. Das ist damit gemeint, also alte Klassen bleiben vorhanden. Es wird auch ganz normal die Medic- und Supporter-Spezialisierung geben. In dem Fall ist nur anders gerankt. Das bedeutet, es werden auch wieder Medi-Boxen bzw. Medi-Packs durch die Gegend fliegen und das gleiche gilt natürlich auch für die Munitionspakete bzw. Munitionskisten. Also wir können uns wieder darauf verlassen, dass uns unsere Mates bzw. die Random Mates ganz sicher nicht mit Medi- und Munitionskisten versorgen werden, aber vielleicht haben wir den einen oder anderen Known Dude mit dabei, der wird das Ganze dann in jedem Fall regeln. Nächster Top-Topic ist das Fahrzeugsystem. Und zwar, wir unterscheiden hier erstmal zwischen den Spawn-Möglichkeiten. Also wir haben ja schon im Gameplay-Trailer auch gesehen, dass wir das Ganze mit einem Tablet kartenbezogen abrufen können. Das heißt, wir müssen nicht mehr nur ausschließlich aus der Basis die Fahrzeuge abholen und dann quer über die Map laufen, beziehungsweise fahren, aber es wird auch wieder Fahrzeuge in den Spawns, also in der eigenen Basis geben. Zusätzlich haben sie eben gesagt, dass Fahrzeuge wird ein wesentlicher Bestandteil des Spiels sein. Das liegt ganz einfach daran, weil die Maps natürlich durch 128 Spieler, wir kommen nachher noch auf die Mapgrößen zu sprechen, sehr, sehr weitläufig sind und dafür man auch durchaus Transportfahrzeuge, nicht nur Ops-Rails und so weiter, benötigen wird. Und in dem Zuge wurde eben auch mitgeteilt, dass es Anti-Fahrzeugminen abwerfen kann. Das heißt, ihr kennt's, hier werden Races abgefahren, ja, und dann schnell vor den Panzer setzen, Fahrzeugminen raus oder vor das Transportfahrzeug, Fahrzeugminen raus und gib ihm. Das hört sich auf jeden Fall nach jeder Menge Spaß an und da können wir uns auf jeden Fall richtig drauf freuen. So, dann kommen wir zu den Karten und zwar auf der Karte Südkorea. Ich nenne sie das neue Shanghai, weil ich ganz ehrlicherweise den Namen noch nicht aussprechen kann. Also ich werde da bis zum nächsten Video nochmal üben und dann sage ich euch, wie die Karte in Real heißt. Wird es Brücken geben, die man an- und wieder anheben bzw. wieder absenken kann und es wird keine Wassertransportfahrzeuge geben, das heißt man muss das Ganze dann großflächig umfahren.
In der Karte Orbital wird eines der Hauptelemente ein riesiger Tunnel sein, der den Raketenplatz bzw. die Anlage auf der anderen Seite des Berges verbindet. Das ist sehr interessant. Orbital wird nämlich mit einer der interessantesten Maps, zumindest für mich, ganz einfach, weil wir immer noch nicht wissen, was ist denn mit diesen Raketenstarts überhaupt los, wie stehen die in Verbindung mit dem Spielmodus. Also da freuen wir uns drauf. Zusätzlich, wir haben ja schon einiges an Tornados und Sandstürmen gesehen. Das Ganze wird unvorhersehbar in das Spiel eingreifen und auch unterschiedliche Wege einschlagen. Und das finde ich auch gut, weil dadurch lässt sich das Ganze auch wesentlich schwieriger planen und man bekommt diese unvorhergesehenen Effekte in die Karten rein. Das ist ziemlich nice. Apropos Karten nochmal. Also EA und DICE haben uns ja versprochen, wir werden die größten Karten, die es jemals gegeben hat, in Battlefield bekommen. Und ja, die Karten werden sehr groß. Und insbesondere die letzte Karte, sprich die erste Sequenz, die wir im Reveal-Trailer gesehen haben, wird die größte Karte, die es jemals im Battlefield gegeben hat. Ich zeige euch an der Stelle mal eine Übersicht, in der man ganz einfach sehen kann, im Vergleich zu vorherigen Teilen. Da denke ich, findet sich jeder wieder, der schon mal mit Battlefield zu tun hatte. Egal, ob es jetzt Battlefield 3 ist, BF 1942 ist sogar mit der größten Map vertreten oder BF 5, also dem letzten Teil. Und wenn wir uns nur mal Hourglass anschauen, Hamada, ihr habt alle vor Augen, wie gigantisch riesig Hamada war. Ja, und das ist ein Bruchstück von dem, was uns in Hourglass erwarten wird. Also das ist schon mal richtig krank. Dazu vielleicht auch noch mal eine Anmerkung. Und zwar ist es gameplay-technisch ja so geplant, dass sich die Maps in eigene Sektoren aufteilen. Also es gibt nicht nur einen Flaggenpunkt, sondern man muss mehrere Punkte einnehmen, um einen Sektor zu erhalten, beziehungsweise die Kontrolle über einen Sektor zu erhalten. Und dementsprechend soll man auch die Map so aufteilen, dass so jeder sein Einzugsgebiet bzw. sein Aufgabengebiet gerecht wird. Also nur mal ein Beispiel zu nennen. Wer Infanterie-Gameplay mag, der schnappt sich sein Squad-Transportfahrzeug rein, Innenstadt rein, gib ihm Let's Go, Hochhaus, Close Quarter Combat, fertig. Wer gerne Helikopter, Jet fliegt, der hält sich natürlich andersrum auf. Wer gerne Long Range oder ein bisschen taktischer vorgeht, der wird sich in den Vororten so einer Stadtmap zum Beispiel vorankämpfen. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. DICE und EA werden ja nicht müde, immer wieder zu betonen, dass es zu Release keinen Battle Royale-Modus geben soll bzw. geben wird. Für mich, sage ich euch ganz ehrlich, meine Einschätzung dazu ist, das ist nicht bestätigt, dass es nie einen Battle Royale-Modus geben wird. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da vielleicht im Folgejahr, also sprich 2022, nochmal unter einer anderen Flagge etwas kommt. Wir wissen ja, der Modus Warzone kam auch später ins Spiel, um da mal das Kind beim Namen zu nennen, und ist ja auch nicht als Modern Warfare aufgetaucht. Da hat man auch gesagt, Modern Warfare hat kein Battle Royale, sondern kam später ins Spiel. Also da sind für mich alle Karten noch offen. Was allerdings schon bekannt ist, ist der Hazard-Spielmodus. Das ist ein Squad-basierter Modus, in dem man bestimmte Sonderaufträge erfüllen muss. Recht viel mehr weiß man nicht. Ein Bild ist schon bekannt, also man sieht auf jeden Fall Soldaten auf einem Flugzeugträger, Helikopter mit Sondereinsatz, Spezialkommando vermutlich wird bereitgestellt, und da geht es in die Sondermission dann auch rein. Was genau dann da erfüllt werden soll, ist noch nicht bekannt. Also wir erinnern uns, Battlefield 5 sollte ja eigentlich mal ein 5 vs 5 Modus kommen, auch mit Sonderoperator und keine Ahnung was, indem man Spezialaufträge lösen muss. Ich weiß nicht, ob es hier einen CS-Modus oder Valorant-Modus oder keine Ahnung was in dem Sinn geben wird. 5 vs 5, Bombe legen, Bombe entschärfen. Ob sowas Klassisches dann auch wirklich zu Battlefield passt. Es hört sich aber schon nach so einem Competitive-Spielmodus an, werden wir sehen. Und es wird ja am 22.07. nochmal der ganz neue Spielmodus, zu dem wir noch gar nichts wissen, released werden. Also ich denke, bis dahin werden sich die Infos auch etwas bedeckt halten. Nichtsdestotrotz, auch da können wir sehr gespannt drauf sein, und ich freue mich da auch schon, mehr zu erfahren und euch dann natürlich auch gleich zu berichten. Nächster Punkt: Matchmaking. Und ich rede jetzt nicht von Skill-Based Matchmaking, weil dazu
lassen sich Entwickler ja sowieso nie aus. Das werden wir dann vermutlich in den ersten Monaten mal mitbekommen, beziehungsweise selber am Leib erleben, sollte es da die Richtung etwas geben. Wichtiger Indikator wäre da für mich, solange es noch eine Serverliste gibt, die man benutzen kann, ja, ist es mit dem SBMM auch etwas schwerer, weil dann kannst du halt free irgendwo rein spawnen. Wenn es das nicht gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass dann Skill-Based Matchmaking im Hintergrund läuft und einfach passende Spieler da zusammenbringt. Ich habe grundsätzlich kein Problem mit Skill-Based Matchmaking. Wenn es im Rahmen eines zum Beispiel Rank-Modus ist, dann ist es meiner Meinung nach auch in Ordnung. Aber dann möchte ich mich bewusst dafür entscheiden können, gegen gleich gute Spieler oder Spieler mit gleichen Stats antreten zu wollen. Und wenn nicht, wenn ich mal Public einfach auf entspannten paar Runden zocken möchte, dann soll mir das auch gestattet sein. Ja? Wie ist denn eure Meinung dazu? Packt mir das an der Stelle doch gerne mal in die Kommentare. Was neu sein wird, das ist eine künstliche Intelligenz in dem Spiel, also eine KI-Bots, die auch in regulären Spielen eingesetzt werden sollen. Und zwar bei Maps mit 128 Spielern auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X können die Lobbys mit Bots aufgefüllt werden. Warum wird das so sein? Ganz einfach, weil DICE EA vermutlich auch kapiert hat, dass zum Release nicht jeder eine PS5 haben wird. Das heißt, die PS5-Spieler, die diesen so in den Vordergrund gestellten Spielmodus mit 128 Spielern überhaupt spielen können, haben gar nicht die Möglichkeit, den Modus dann zu spielen, wenn die Lobbys leer sind. Also muss das aufgefüllt werden, um sicherzustellen, dass auch alle mit einem vergleichbaren Ping das Ganze spielen können. Das finde ich gar nicht mal schlecht. Und es soll auch die Möglichkeit geben, dass eben Neueinsteiger, neue Spieler in reinen KI-Maps erstmal die Modi kennenlernen, sich eingrooven können und halt üben können, um später im Multiplayer nicht komplett abzusaufen. Das ist natürlich, das ist gut, ja, keine Frage, aber das können natürlich auch erfahrenere Spieler genauso nutzen, weil die haben ja auch die Möglichkeit, so die besten Spots und das Ganze mal zu erkunden. Ich finde es aber ganz gut, weil so ein stiefmütterlich behandeltes Übungscenter wie in Battlefield 5, wo man nicht mehr Spezialisierungen skillen kann und eigentlich mit null geskillten Waffen üben könnte, was überhaupt nichts bringt, macht keinen Sinn. Besser so, finde ich gut. Also da gibt es auf jeden Fall einen Daumen rauf. Abschließend gehen wir nochmal auf den Punkt Waffensystem bzw. Aufsatzwechsel ein. Ihr erinnert euch alle an das grüne Durchwechselkreuz. Das wird definitiv so kommen. Das heißt, man kann in-game die Aufsätze wechseln. Man muss nicht wieder neu spawnen bzw. ja, einen Neueinstieg wagen und einen Tod dafür fressen, um neue Aufsätze drauf zu packen auf die Waffe. Damit wollen sie einfach den Spielfluss behalten. Ich finde den Ansatz eigentlich ganz gut, muss ich sagen, auch wenn ich ein bisschen skeptisch bin, dass da nicht zu viele Umstände bzw. ein Unverhältnis entstehen könnte. Muss man ein bisschen aufs Waffenbalancing dann schauen. Das muss man sich erstmal anschauen. Da bin ich im ersten Step mal noch mal ein bisschen skeptisch. So Leute, das waren jetzt auf jeden Fall die wichtigsten Punkte aus diesem Meeting. Es kamen noch ein paar kleinere Dinge, aber sonst wird mir das Video jetzt hier wirklich zu lang. Wir sind schon längst over the limit, war an der Stelle jetzt mal ein bisschen ausführlicher. Trotzdem sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr so lange mit am Start wart, hoffentlich. Ich wünsche euch immer noch ein wunderschönes Wochenende. Macht es gut. Wir sehen uns zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Haltet die Ohren steif und bis dann, euer A-Team.